Wir werden heute knusprige Chicken Wings aus dem Ofen machen. In dem kleinen Dorf, in dem ich geboren wurde, waren meine beiden Onkel weit und breit für ihre leckere Küche bekannt. Sie würzten ihre pikanten Hähnchen nur mit den frischesten Kräutern und Gewürzen. Nur die besten Zutaten werden verwendet und die Hähnchen werden langsam bis zum idealen Zeitpunkt gegrillt. Aber Sie müssen mir nicht glauben. Probieren Sie es einmal, dann merken Sie es selbst. Hallo, herzlich willkommen zu Purita und zu einer 6. Folge Kulinarisches Kino. Heute gibt es leckere Chicken Wings aus dem Backofen bzw. Hähnchenflügel selbstgemacht nach Los Pollos Hermanos Style. In meiner Version wird es heute eine Mischung aus American Chicken und Asia Chicken mit einer scharf süßen, lecker würzigen, selbstgemachten Marinade. Allerdings bei mir werden die Hähnchenflügel nicht frittiert, sondern im Backofen gebacken, weil es eben schneller und gesünder ist. Und dieses Chicken Wings Rezept ist übrigens auch wunderbar zum Grillen geeignet. Ich verrate euch heute, wie ihr sie super knusprig hinbekommt mit einer Geheimzutat, aber dazu später. Und zum 10-jährigen Jubiläum für alle Breaking Bad Fans gibt es heute ein kulinarisches Kino-Spezial. Wir starten sofort mit den Zutaten für unsere Chicken Wings und los geht's. Ich zeig dir, wie mein Rezept geht. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten für unsere knusprigen Chicken Wings aus dem Ofen. Wir brauchen 1,5 Kilo Hähnchenflügel. Für die Marinade verwende ich 2 Knoblauchzehen, frischen Ingwer, getrocknete Chilischoten, 2 Teelöffel Paprikapulver, frische Chili und Frühlingszwiebel zum Garnieren für später. Da habe ich 3 Esslöffel Sojasauce, 1 Teelöffel Harissa, 3 Esslöffel Sonnenblumenöl, Salz und Pfeffer, 50 Gramm Butter, 2 Esslöffel Sesam, unsere Geheimzutat, die verrate ich aber später, 2 Esslöffel Honig. So, das waren jetzt erstmal die Zutaten. Nun werden wir zuerst einmal die Hähnchenflügel richtig gut trocken tupfen. Dafür lege ich sie erst einmal hier direkt auf ein frisches Küchentuch. Das ist ganz, ganz wichtig, damit sie so richtig schön knusprig werden. Dann nehme ich mir jetzt eine Schüssel und wir geben die Chicken Wings jetzt hier hinein. So, und jetzt würzen wir sie vorerst mal. Etwas Sonnenblumenöl, etwas Himalaya-Salz, so circa einen Teelöffel und Pfeffer. So, und nun jetzt noch etwas Paprikapulver. Jetzt kommt noch die Knoblauchzehe und wir raspeln sie mit einer feinen Reibe direkt über der Schüssel. So, und jetzt kommt noch meine Geheimzutat, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Die verrate ich euch am Schluss und die macht nämlich die Chicken Wings erst so richtig schön knusprig. Und jetzt bekommen unsere Los Pollos eine schöne Gewürzmassage. Für die Hähnchenflügel habe ich hier ein Backblech vorbereitet. Das habe ich mit Alufolie ausgelegt und das Rost darüber gelegt, damit das Fett und die Flüssigkeit hier abtropfen können. Das ist ganz wichtig, so werden die Chicken Wings zum einen schön knusprig und unser Backofen bleibt schön sauber. Jetzt legen wir sie auf den Gitterrost mit ein bisschen Abstand, so können sie alle gleichmäßig gut durchbraten. Und noch etwas von unserer Geheimzutat. Unsere Chicken Wings kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Umluft für 25 Minuten. Aber insgesamt garen wir sie in 2 Durchgängen, ca. 50 Minuten, wobei die letzten 5 Minuten mit einer Grillfunktion. In der Zwischenzeit können wir die Marinade für die Chicken Wings vorbereiten und die wird erwärmt. Dafür stelle ich den Topf auf mittlere Hitze und wir geben zuerst die Sojasauce hinein. Und nun die Harissa. Die verleiht den Hähnchenflügel eine schöne Schärfe. Dann die Butter. Etwas Öl. Und jetzt den Honig hinzufügen. Und nun unter ständigem Rühren die Marinade erwärmen und wir rühren jetzt so lange, bis der Honig sich vollständig aufgelöst hat. So, jetzt sind wir fertig damit und ich gieße die Marinade in ein Schälchen und gebe jetzt die restlichen Gewürze dazu.
So, und jetzt kommt noch unser Paprikapulver. Als nächstes werde ich die getrocknete Chili mit dem kleinen Mörser zerstoßen. Und die gebe ich jetzt gleich zur Marinade dazu. Ich habe hier ein Stückchen frischen Ingwer, den schälen wir zuerst und dann reibe ich ihn ganz fein darüber. Ich finde, das Beste ist, den Ingwer zu raspeln und nicht mit dem Messer zu schneiden, da man nämlich sonst die Fasern in der Marinade spürt. So, und jetzt nur noch den Knoblauch fein reiben. Und mit dem kleinen Schneebesen das Ganze gut verrühren. Während unsere Chicken Wings im Ofen brutzeln, kümmern wir uns um die Deko. Ich schneide jetzt mal die Lauchzwiebeln mit dem Messer klein und die frische rote Chili, damit es so richtig schön appetitlich aussieht. Wir können jetzt die Deko mal zur Seite räumen und ich hole jetzt mal die Hähnchenflügel aus dem Backofen. Wow, die sehen super aus. Und jetzt können wir die vorgegarten Hähnchenflügel in eine Schüssel geben. Und jetzt kommt unsere köstliche Marinade. Und jetzt wieder zurück auf den Rost. Und die Geheimzutat ist Maisstärke. Und noch ein bisschen was von unserer süß-scharfen Soße. Und jetzt kommt noch unser Finish, gerösteter Sesam. Unsere Chicken Wings kommen jetzt noch einmal in den Backofen für 20 Minuten, allerdings bei Ober- und Unterhitze und die letzten 5 Minuten bei Grillfunktion. Ist ein geiles Zeug, was du da gekocht hast. Die sehen so super lecker aus, wirklich knusprig und man riecht diese ganzen Gewürze und den Sesam, also es ist wirklich köstlich. Und jetzt können wir sie endlich servieren. Wer Breaking Bad gesehen hat, wird im Laufe der Serie mindestens einmal Appetit auf Fried Chicken bekommen haben. Mit dieser Serie hat Regisseur Vince Gilligan so viele Herzen erobert. Also meins auf jeden Fall. Ich kann mich auch noch wahnsinnig gut an diese Eröffnungsszene erinnern. Damals wusste ja noch kein Mensch, dass mit diesen ersten 2 Minuten ein Meisterwerk der Seriengeschichte beginnt. Und dass dieser Mann in Feinripp-Unterhose, der sich mitten in der Wüste einen Kampf mit 2 Gangstern liefert, dass der mal zum Boss eines Drogenimperiums würde und Serienjunkies rund um die Welt faszinieren wird, wer hätte das gedacht? Und einer meiner Lieblingsszenen ist in der Folge 51. Die Poolszene, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, in der Skylar fast schwerelos in diesen leuchtenden Pool steigt, war einfach atemberaubend schön. Und unglaublich spannend, dieser Moment. Mir ist wirklich fast das Herz stehen geblieben. Man könnte natürlich auch ganz viele andere Szenen nennen aus diesen 54 Folgen. Jede von denen ist wirklich faszinierender als die andere. Welche ist eure Lieblingsfolge von Breaking Bad? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich bin schon super gespannt, wie eure Antworten ausfallen. Und mein Chicken Wings Rezept findet ihr auf jeden Fall auch in der Beschreibung. Vielleicht habt ihr auch Fragen dazu. Abonnieren und liken nicht vergessen. Macht es unbedingt nach und lasst es euch schmecken. Ich wünsche euch allen einen schönen Filmabend mit den süß-scharfen Chicken Wings. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.